Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man den IntelliFire Trigger von Tyrant CNC in einer SIG P365 installieren tut. Da vorab zum Sagen, so bei gewissen Schritten ist es ein bisschen das Gefingerle, also bringen Geduld mit. Und es ist halt nicht ganz so einfach zum zeigen und machen gleichzeitig, also bitte ich euch schon im Voraus mal um Verständnis. Was ihr für die Installation brauchen könnt, ist einerseits der 6-Kant-Schlüssel, der im Lieferumfang dabei ist, zusammen mit dem Loctite, der auch dabei ist. Damit man den Loctite überhaupt drauf tun kann, braucht man halt einfach noch eine Schere oder ein Messer. Dann haben wir noch einen ca. 2 mm Durchschlag und einen flachen Schraubenzieher. Bei gewissen Modellen braucht es zum Durchschlag auch noch einen Gummihammer. Meistens nicht, aber es könnte sein. Das ist von Modell zu Modell ein bisschen anders. Und ein bisschen Schmieröl für den Abzug. Wir haben jetzt das von Breakthrough, wo wir sehr zufrieden sind, aber da tut natürlich auch andere von anderen Herstellern. Dann schaffen wir jetzt zuerst mal da mal Platz. So, und wir fangen gerade damit an, dass wir beim Abzug hat man da 2 Schrauben und an denen sollte man ein bisschen Loctite hin tun. Wieso es der Hersteller nicht selber macht, kann ich euch leider nicht sagen. Für das muss man halt einfach da, es hat da so Kerbungen drin, tut man da den Deckel wegschneiden. Also so. Und dann tun wir zuerst einfach die Schrauben, man muss sie nicht ganz rausnehmen, es langt wirklich einfach, wenn man sie ein bisschen lösen tut. So. Nachdem, da merkt man, dass nachher der Widerstand grösser wird und das langt in dem Fall schon. Und dann kann man einfach da Tropfen drauf tun. Und dann tun wir es wieder anziehen. So. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen überschüssiges Loctite. Wegputzen. So, beim unteren machen wir es jetzt auch gerade schnell. Dann wir da ein bisschen lösen. Wie gesagt, also knapp 1 mm lang schon. Dann wir ein bisschen Loctite drauf. Braucht auch nicht viel. Fokus. So, und dann tun wir es wieder anziehen. So. Und das überschüssige Loctite, ja, kann man einfach mit Haushaltspapier oder einem Mikrofasertuch wegputzen. Und jetzt können wir schon mal mit der Installation starten. Bevor wir mit der Installation anfangen, tun wir sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist. Sprich, wir nehmen das Magazin raus und den Schlitten nach hinten arretieren, um die Kamera zu überprüfen. Für das bewegen wir den Schlitten nach hinten bewegen, Schlittenfanghebel nach oben. So, jetzt können wir schnell schauen. Die Kamera ist leer, ist gut. Und jetzt tun wir den Hebel da nach unten verschieben. So, und jetzt können wir eigentlich den Schlitten abnehmen. Sprich, nochmal leicht hindern, Schlittenfanghebel wieder gegen und den Schlitten ausfädeln. Bevor wir weitermachen, tun wir jetzt den wieder in die Ausgangsposition bringen. Und das geht normalerweise nur, indem man den Schlittenfanghebel wieder gegen bewegt. Und normalerweise spickt er gerade automatisch wieder in Position und sonst kann man ihn dann manuell wieder zurückversetzen. Jetzt kommt der Pin da raus. Wie gesagt, bei gewissen Modellen braucht man dafür einen Hammer, bei gewissen geht es von Hand. Einfach ausprobieren. Man nimmt den Durchschlag
durch. So. Auf die Seite, man braucht natürlich den Stift nachher wieder. Und jetzt können wir die FCU rauslupfen, sprich hinten abwinkeln und ausfädeln. Der nächste Schritt wäre, die Abzugsfedern rauszufädeln. Das ist ein bisschen ein mühsamer Part, die ist natürlich mit der Triggerbar verbunden und damit man sich ausfädeln kann, muss man schauen, dass sich das nicht bewegen tut. Das geht am besten, indem man halt einfach wirklich mit den Fingern da dazwischen hineingeht und den Abzug und die Triggerbar blockieren tut. Man kann auch den Daumen da vorne ran tun, zur Sicherheit, dass einem die Federn nicht wegspicken tut. Und dann nimmt man einfach den Schlitzschraubenzieher und fädelt aus. Das ist eben so ein Ding, das halt auch nicht so einfach ist zu machen und zeigen gleichzeitig. So. Voilà. Jetzt ist die Feder da noch in dem Loch eingefädelt. Dann tut man die einfach da rausziehen. Und als nächstes tun wir jetzt den hier ausfädeln. Das ist teilweise ein bisschen mühsam zu machen. Auch wieder so ein Part, der mühsam ist. Einerseits muss man da hinten, da ist die Sicherung ein bisschen im Weg, da müssen wir sie schnell aktivieren. Man sieht, da hat es einen kleinen Stift. Den muss man leicht rausziehen, man darf ihn aber nicht ganz rausnehmen, weil sonst geht einem das Teil da raus und das ist extrem mühsam zum wieder einfädeln. Ich mache es amigs so, ich benutze den gerade selber und tue einfach hinten ein bisschen drücken. Es braucht wirklich nicht so viel. Also so viel lange eigentlich schon. Und jetzt ist das ein bisschen ausfädeln. Da geht auch am besten, wenn man es anlegen tut. Man sieht, auf der Gegenseite hat man noch einen Teil vom Takedown-Lever. Da kann man da ein bisschen spielen. Dann auf die Seite auf die Seite verschieben und dann kann man es da normalerweise zuerst vorne auslupfen. So. Und dann geht es am einfachsten, wenn man dann wirklich einfach den da ein bisschen auf die Seite verschieben tut. Dann abwinkeln und dann rausnehmen. Man muss eben aufpassen, da hat es noch eine kleine Kerbung, die zieht einem sonst eben den Stift gerne raus. Darauf achten. So, und jetzt nehmen wir da den Stift vom Abzug raus. Da ist auch wieder, bei gewissen sitzt er locker drin, bei gewissen ein bisschen strenger. Das ist halt von Modell zu Modell ein bisschen anders. Zum Rausnehmen geht das am besten mit dem Sechskantschlüssel, der im Lieferumfang dabei war. Tut man die FCU umkehren und dann hat man da ein kleines Löchchen. Dann drückt man einfach da durch. Wie gesagt, wenn es nicht von Hand geht, dann einfach den Hammer benutzen. Unser kommt jetzt da schwupps, schon eigentlich von allein raus. So. Und jetzt können wir den Takedown-Lever rausnehmen. Das geht meistens halt einfach nur, indem man ihn halt gegen oben verschieben tut. Da muss man halt die richtige Position finden und dann kann man ihn einfach rausziehen. Der nächste Schritt ist Triggerbar und Trigger rausnehmen. Das ist auch ein bisschen das Gefummel. Man muss halt, also vor allem bei den Modellen, die die Sicherung haben, wegen man muss da drüber kommen. Da tut man das am besten zuerst gegen hinten verschieben, anlupfen und dann muss man halt ein bisschen mit der Position vom Abzug spielen. Am besten geht es eigentlich, wenn man den Abzug gegen vorne bewegen tut, dann kommt man eigentlich schon von allein drüber. Dann 90 Grad Winkel, dann kann man den so ausfädeln. Und der Abzug, der geht am besten aus, indem wir ihn halt wieder gegen vorne bewegen.
und dann kann man ihn wirklich einfach rausziehen. Jetzt, bevor wir weitermachen, wäre es von Vorteil, wenn wir beim Abzug da bei den Löchern, wo der Stift durchkommt, ein bisschen Schmieröl rein tun. Ich habe jetzt das von Breakthrough da, bin recht zufrieden damit. Andere gehen natürlich auch. Wirklich einfach ein bisschen drauf tun. Da geht es darum, dass er nicht kratzen tut beim Bewegen, oder? Ja, und dann können wir eigentlich anfangen zu installieren. Für die Installation tun wir als erstes den Abzug einfädeln. Und das geht halt auch wieder am besten da, indem man sieht es, da hat sich Kerbung, dass man da einfädeln tut, nachher nach vorne bewegen tut. Gerade als nächstes tun wir auch gerade noch die Triggerbar rein. Sie macht nur auf eine Art Sinn, um wieder rein zu tun. Also ja, da auch wieder Abzug am besten gegen vorne. Einfädeln. Und nachher wieder die Ausgangsposition bringen. So. Da schauen, dass er schön, da sieht man es, der muss da drüber, da hinein rein. So. Als nächstes tun wir den Abzugsstift wieder rein. Da auch wieder, bei gewissen geht es von Hand, bei gewissen braucht man den Hammer dazu. Da ist wirklich von Modell zu Modell ein bisschen anders. Und jetzt, bevor wir noch weitermachen mit der Triggerbar, tun wir den Takedown-Lever wieder rein, weil das ist auch ganz ein mühsamer Part. Der geht eigentlich nur in eine Position rein, und zwar der 7 o'clock, 7 Uhr, aber teilweise, jetzt wie bei mir zum Beispiel auch, ist keine Chance, bringst du nicht rein, oder? Da habe ich halt einfach herausgefunden, dass es eigentlich am Abzug liegen tut. Wenn das der Fall ist, dann kann man einfach den Stift vom Abzug nochmal ein bisschen rausdrücken. Da muss man wirklich, das ist auch wieder ein bisschen ein Ausprobieren. Bei gewissen braucht es ein bisschen mehr, bei gewissen braucht es ein bisschen weniger. Ein bisschen raus tun, bis er schön ganz reingeht, oder? Und nachher einfach den Stift wieder reindrücken, oder? Es gibt auch solche, die man ganz rausnehmen, den rein tun und dann den Stift wieder rein tun. Und dort ist es einfach ein bisschen mühsam, weil man dann auch schauen muss, dass der Abzug in der richtigen Position ist. So, wenn der drin ist, kommt der nächste mühsame Part. Und zwar müssen wir jetzt die Federn wieder einfädeln. Zuerst gehen wir da wieder mit den Federn ins Loch hinein. Und jetzt ist es halt eben effektiv so, jetzt muss man das da halt natürlich wieder da ins Löchchen einfädeln. Man hat da die Triggerbar und den Trigger, die sich bewegen. Ja, ein Gefummel ist das. Wichtig ist einfach, wirklich, die Triggerbar sollte man heben, die sollte sich nicht bewegen. Und vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn man da irgendwo den Daumen ran tut, damit die Federn sich nicht bewegen tut. Und dann ist es eigentlich am einfachsten, wenn man es zuerst von Hand so gut wie möglich in Position bringt und nachher dann mit dem Schraubenzieher noch richtig einfädeln tut, oder? Aber da gibt es teilweise, muss man das einfach 2-3 Mal probieren. Das ist leider einfach so. Schnell schauen. Und da ist auch wieder so ein Punkt, zeigen und machen gleichzeitig. Ist ein Scheiß, auf gut Deutsch. So, was man auch machen kann, ist, man kann natürlich auch die Triggerbar mit der anderen Hand heben und die so gegen hinten schieben, oder? Dann mit dem Finger da probieren, da drüber zu kommen. Und dann mit dem... So. Das Mal ist es relativ gut gegangen bei uns. So. Kommen wir weiter zum nächsten mühsamen Part. Jetzt müssen wir nämlich das da wieder einfädeln.
Da fangen wir einfach damit an, damit wir da einfach wieder hinten einfädeln. Da muss man eben wieder aufpassen, den Stift nicht zu weit rausziehen. Geht am besten, wenn man das so im 90-Grad-Winkel... Entschuldigung. Einerseits, dass man den nicht rausziehen tut. Andererseits, man sieht es da rein, da schaut ein kleines Stiftchen raus. Und der Teil da, der muss hinten an, nicht vorne an, oder? Da funktioniert am besten auch, wenn man da eben im 90-Grad-Winkel da einfädeln. So. Da muss man schauen, dass man nicht nach vorne rutschen tut, dass man die hinten bleibt. Und jetzt kommt das halt einfach da wieder rein und das ist auch das Gefingerli, oder? Da muss man halt wieder den ein bisschen hin und her bewegen. Ich finde, es geht am besten, wenn man die Unit auf den Tisch tut. Und dann tut man das da eigentlich am besten so schräg, also ein bisschen gegen aussen drücken, nicht zu fest, man darf es ja nicht verbeugen und einfädeln, oder? Und das ist halt eben teilweise auch ein mühsamer Part und der Schlittenfanghebel kommt einem dort ab und zu auch ein bisschen im Weg. Das ist eben wieder so etwas, was man teilweise 2-3 Mal probieren muss. Bei mir hat es jetzt gerade wunderbar beim ersten Mal geklappt, aber teilweise muss man es halt einfach mit Geduld ausfädeln, einfädeln, probieren. So, jetzt haben wir den Abzug eigentlich wieder drin. Bevor wir jetzt installieren können, müssen wir da den Stift wieder komplett reindrücken. Sonst passt er nicht. Und jetzt können wir bereits den FCU wieder ins Griffstück einfädeln, oder? Also sprich, wir fangen mit dem Abzug an, fädeln ein. Da muss man schauen, der Abzug ist breiter als das Original und die Abzugszüngli kommt einem ab und zu ein bisschen im Weg. Ja, da ist es ab und zu ein bisschen auch wieder ein Gefummel, damit man das da schön reinbringt. Dass man dann auch schön rein und runter drücken kann. So, jetzt tun wir da den Stift wieder rein. Auch da wieder, bei gewissen geht es von Hand, bei gewissen braucht es einen Durchschlag und einen Hammer dazu. So, und jetzt können wir den Schlitten wieder drauf tun. Um den Schlitten drauf zu tun, schauen wir zuerst, dass sie nicht mehr gesichert ist. Den Schlittenfanghebel gegen oben bewegen, dass wir und wieder runter tun, damit der in Position kommt. Und da einfach schauen, dass das Fällchen da, das darf nicht gegen oben sein, das muss gegen unten sein. Und wenn man den Schlitten drauf tut, muss der eigentlich nicht gegen vorne, der muss so im 90-Grad-Winkel sein, oder? Also wir fädeln den Schlitten ein. Wenn es da harzen tut, dann muss man einfach schauen, dann ist entweder das nicht schön in Position oder der nicht schön in Position. Dann muss man es halt einfach am besten wieder abnehmen und nochmal probieren. Da gibt es teilweise, dass man das 2-3 Mal machen muss. So. Dann einfach hindern, Schlitten arretieren, den gegen vorne bewegen. Jetzt daran denken, der Mechanismus ist gespannt. Also nochmal kontrollieren, die Kamera ist leer. Schlitten führen und entspannen. Jetzt halt wie immer, wenn man neue Abzüge installieren tut, ist es einfach zu empfehlen, das erste Mal einfach wirklich halt einfach mal so mit 2-3 Schüssen mal auszuprobieren, schauen, ob auch alles schön funktionieren tut. Wenn man sieht, dass alles tiptop ist, dann kann man seinen neuen Abzug geniessen. Merci fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.